Um 6:15 sitze ich im Hostal El Peñón in Chinchilla de Monte Aragon beim Frühstück. Heute Nacht hatte es stark geregnet, jetzt tröpfelt es nur ein wenig. Laut Wetterbericht soll es heute aber trocken sein und mit 17 Grad recht kühl. Also habe ich zum ersten Mal auf dem Camino de Levante meine lange Hose angezogen und sicherheitshalber meinen Regenponcho in greifbarer Nähe gepackt. Als ich dann kurz nach 7 starte, regnet es schon nicht mehr. Die 10. Etappe auf dem spanischen Jakobsweg Camino de Santiago de Levante ist 28 Kilometer lang und führt von Chinchilla de Monte Aragon über Albacete nach El Trigal. Der Camino de Levante ist 820 Kilometer lang und verläuft von Valencia nach Zamora. Bis nach Santiago de Compostela sind es dann noch weitere 410 Kilometer. Der Jakobsweg führt nicht durch das Ortszentrum von Chinchilla, sondern westlich am Ort vorbei. Aber auch wer nicht in Chinchilla übernachtet, sollte den kleinen Umweg über die Plaza de la Mancha hinauf zur Burg nehmen. Die Stadt ist sehr sehenswert und von der Burg hat man einen fantastischen Blick in die Weite der La Mancha. Unterhalb der Burg sind an einigen Stellen Höhlenbehausungen in den Fels gehauen. Manche der Höhlenwohnungen wurden renoviert und sind wieder bewohnt. Um 8 Uhr treffe ich am Ortsrand auf den Camino de Levante. Der Weg führt vorbei am Friedhof. In Spanien sind Erdbestattungen nicht üblich und so wird meistens in oberirdischen Nischengräbern bestattet. Der Jakobsweg führt zuerst 3 Kilometer über Feldwege und dann 2,5 Kilometer entlang eines Industriegebietes. Von Chinchilla nach Albacete sind es nur 17 Kilometer. Das war mir zu wenig. Ich hätte gern in Albacete übernachtet, um mir die Stadt anzuschauen, aber ich habe nur 4 Wochen Zeit und möchte vorankommen. 11 Kilometer hinter Albacete gibt es etwas abseits vom Jakobsweg eine Autobahnraststätte und dort habe ich mir für heute ein Zimmer gebucht. Um 9 Uhr taucht in der Ferne Albacete auf. Die Stadt liegt schon in der Sonne, die Wolken verziehen sich und ich scheine mal wieder vom Regen verschont zu werden. 2 Radfahrer sind auf der Via Augusta unterwegs. Diese alte Römerstraße verläuft in Spanien von Cádiz über Córdoba und Valencia bis in die Pyrenäen nördlich von Barcelona. Es ist ein wunderschöner Morgen mit blauem Himmel und guter Luft nach dem Regen heute Nacht. Es weht ein frischer Wind und da stört auch die Autobahn nicht weiter. Ein Bauer wartet auf die Pflugfreigabe.
Der Jakobsweg vor Albacete war heute Morgen schlecht ausgeschildert. Hier hätte ich schon die vorherige Brücke über die Zuggleise nehmen sollen. Kurz nach 12 bin ich in Albacete. Im ersten Supermarkt hole ich mir etwas zu essen und mache eine Pause in einem kleinen Park neben einer lauten Baustelle. Nach einer Dreiviertelstunde geht es weiter, ich möchte mir die Kathedrale anschauen. Aber noch während ich hier filme, wird die Kirchentür verriegelt und tatsächlich, in Albacete ist die Hauptkirche täglich von 13 bis 18 Uhr geschlossen. Albacete ist Provinzhauptstadt mit 170.000 Einwohnern und bekannt für die Messerproduktion. Die Stadt ist Bischofssitz und Standort der Universität Kastilien-La Mancha. Und die Stadt ist mir zu laut, ich bin ganz froh, dass ich hier nicht übernachte, ich gehe gerne weiter und bin mit meiner Streckenplanung ganz zufrieden. Andererseits haben meine Füße schon genug für heute, ich kann den linken Fuß schlecht heben und die Schmerzen ziehen hoch bis in die Wade. Zur Schmerzvermeidung habe ich einen unsicheren Gang entwickelt und werde mit meinem Rucksack sicherlich für einen betrunkenen Obdachlosen gehalten. Ich sollte wohl ernsthaft über einen Ruhetag nachdenken. Die Autobahnüberquerung ist unangenehm. Zwischen zwei Kreisverkehren kommt Auto an Auto und mir schwirrt schon der Kopf. Doch anschließend wird es ruhig und es geht wieder über Schotterwege zunächst an einem Industriegebiet entlang. Um 2:30 bietet sich an einer Scheune die Gelegenheit, um etwas zu trinken und die Hosenbeine abzuzippen. Bis zur Autobahnraststätte, dem Ziel der Etappe, sind es noch 6 Kilometer. Bei der Raststätte gibt es ein Schnellrestaurant. Hat der Wind diesen Getränkebecher hierher geweht? Der Gedanke an Burger mit Pommes hebt die Stimmung und beschleunigt den Schritt. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. 1,5 Kilometer vor dem Ziel zweigt der Weg zur Raststätte vom Camino de Levante ab. Morgen werde ich dann bald wieder auf den Jakobsweg stoßen und so stellt der Weg über die Raststätte kaum einen Umweg dar. Bald schon kann ich das Schild des Schnellrestaurants erkennen. Beim Blick zurück sieht man hinter Albacete in 24 Kilometer Luftlinie Entfernung den Hügel von Chinchilla, wo ich heute Morgen gestartet bin. Die Raststätte liegt an der gleichen Autobahn wie mein Hostel in Chinchilla. Das Teufelchen auf meiner linken Schulter flüstert mir ins Ohr, mit dem Auto hättest du heute nur eine knappe Viertelstunde gebraucht. Es hat wohl den Sinn des Pilgerns noch nicht erkannt. Ich hatte versucht, ein Zimmer über die Webseite des Hostels Los Gabrieles zu reservieren, aber ich habe keine Antwort bekommen. Über Booking.com konnte ich dann reservieren. Das schöne Zimmer im Los Gabrieles kostet 30 Euro. An der gegenüberliegenden Autobahnseite ist ein Burger King. Über die nächste Autobahnbrücke läuft man 10 Minuten.
Die spare ich mir und esse im Hostal-Restaurant. Um 6:15 ist die Küche in der Autobahnraststätte geschlossen, aber es gibt eine kleine Auswahl von Speisen an der Theke. In der Tankstelle gibt es einen kleinen Laden. Hinter der Raststätte liegt die kleine Siedlung Urbanización El Trigal. Sie ist vollständig eingezäunt und soll nicht betreten werden. Es gibt hier rein gar nichts zu tun. Die morgige Unterkunft ist dafür umso interessanter, denn in La Roda befindet sich die Pilgerberge in der Stierkampfarena.